Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Endlich ist es Frühling und wie ihr sehen könnt, bei Starbucks hat die Sakura Season bereits begonnen. Draußen blühen allerdings noch die Pflaumenblüten in voller Pracht. In diesem Video zeige ich euch ein paar Items der ersten Sakura-Kollektion diesen Jahres. Und da ich wirklich sehr häufig auf Twitter gefragt werde, wann denn diese Kollektionen erscheinen, dachte ich mir, mache ich so ein bisschen so ein FHQ. Oh mein Gott, ich sitze hier gerade erkältet und schneide dieses Video und frage mich, was habe ich mir dabei gedacht, was soll denn bitte ein FHQ sein? Mit den wichtigsten Fragen und Antworten bezüglich dieser Edition, die wirklich sehr beliebt ist jedes Jahr. Ich muss sagen, die letzten Jahre waren die Designs jetzt nicht so schön, aber dieses Jahr sind sie wirklich wieder wunderschön gewesen. Deswegen, nein, habe ich mir jetzt nicht so viel bestellt. Das sind in erster Linie Sachen von Freunden und Leuten auf Twitter, die in Deutschland wohnen, die halt nicht so die Möglichkeit haben, an die Sachen ranzukommen. Denn, ja, wie soll man sagen, tatsächlich ist es so, dass Starbucks in Asien irgendwie nur diese sehr extravaganten Designs herausbringt. Dazu gehören, ich muss nochmal nachgucken, ansonsten werde ich es hier an die Seite schreiben. Auf jeden Fall Starbucks Japan, Starbucks Korea, ich meine Singapur ist auch dabei und Taiwan. Falls ich was vergessen haben sollte, ich adde es hier an die Seite. Genau, auf jeden Fall gibt es da eigentlich so gut wie jeden Monat eine neue Edition. Zu Valentinstag, zu Neujahr, zu Weihnachten oder wie jetzt natürlich sehr beliebt zur Sakura Season. Meistens geht das Ganze aber schon relativ früh los und zwar das allererste, was erscheint, ist in der Regel ein Starbucks Drink in den Kombinis. Dieser ist meistens ein Sakura Milk with Sakura Strawberry Jelly Latte Getränk, Drink. Eigentlich ist er jedes Jahr das gleiche, aber er ist halt zeitlich limitiert und halt nur zu haben in einem gewissen Zeitraum. Aber das Design ist voll schön dieses Jahr auch. Das haben sie sehr schön gemacht mit dem Glitzer. Und ich muss persönlich sagen, ich mag sehr gerne Jelly Drinks, also wenn da Jelly wenn da Jelly drin ist. Deswegen gönne ich die mir gerne mal ab und zu. Wobei jetzt ehrlich gesagt habe ich den mir einfach mal kurz für das Video geholt, weil ich mir dachte, hey, passt doch ganz gut. So, perfekter Drink to go. Der ist echt lecker. Ich liebe Jelly da drin. Aber gut, kommen wir jetzt zu den hauptsächlichen Fragen. Ich werde in erster Linie gefragt, wann kommen denn eigentlich diese Editionen raus? Man muss auch vor allem wissen, es gibt in der Regel jedes Jahr 2 Sakura-Editionen, die eigentlich immer komplett unterschiedlich aussehen. Die haben immer so bestimmte Themes. Zum Beispiel gab es einmal eine wunderschöne Edition, die irgendwie Sakura in the Rain oder so hieß. Oder Spring Blossom. Also die haben immer ganz extravagante Namen und halt dementsprechend auch halt so ihr eigenes Design. So, und da alles im Februar losgeht, ist es meistens so, dass die Drinks und Tumbler vom Valentinstag etwas eher erscheinen und bis zum Valentinstag zu haben sind. Und ab dem 15.02. wechselt alles komplett und erstmal erscheinen die 2 Sakura Drinks, die in der Regel der Sakura Latte und der Sakura Frappuccino sind. Es gibt immer so ein bisschen so ein Special, sage ich mal. Dieses Jahr ist es zum Beispiel Sojamilch. Habe ich auch zum allerersten Mal getrunken, war wirklich sehr lecker. Letztes Jahr haben sie das so gemacht, dass sie so ein bisschen mehr von diesen Streuseln draufgepackt haben, um ja so die blühenden Sakura-Bäume so zu symbolisieren. Die kommen in der Regel zuerst raus und dann ganz kurz, knapp vor Release, kommt dann online das Announcement der Tumbler, Mugs und Gläser und anderen Items, die wirklich sehr beliebt sind. Die zweite Sakura-Edition kommt, wenn mich nicht alles täuscht, 2 Wochen bis 3 Wochen danach dann. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe dieses Jahr wirklich wahnsinnig viel bestellt. Das geht Gott sei Dank auch online im Store, aber halt natürlich auch in den Cafés. Hier war es jetzt zum Beispiel so, dass der Online-Verkauf 2 bis 3 Tage vorher möglich war. Ich glaube am Mittwoch, genau, ich hatte sie am Mittwoch bestellt und am Freitag kamen die ganzen Sachen dann in die Stores. Was ich sagen muss, das werde ich auch häufig gefragt, wie lange sind diese Items denn verfügbar? Das kommt natürlich immer darauf an, wo du wohnst. Wenn du jetzt zum Beispiel inmitten Tokio wohnst, wo es halt wirklich total voll ist, hast du halt manchmal das Pech, dass je nach, ich sag mal, eher Lage des Ladens, weil es irgendwo an einem Bahnhof ist oder so, wo halt sehr viele Leute passieren und sich auch dann Sachen holen wollen, die Gläser und Tumbler teilweise schon am Vormittag alle ausverkauft sind. In der Regel ist es so, dass die Gläser zum Teil sehr beliebt sind und Tumbler je nach Design. Die Tumbler sind auch, wenn es solche so Thermotumbler sind, teilweise auch sehr teuer. Das kann also dann auch dementsprechend sein, dass die halt nicht so schnell aus dem Lager gehen und verkauft werden.
aber es ist halt immer ganz individuell und hängt halt sehr stark vom Design ab, wie beliebt das Design ist. Also je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen außerhalb wohnst, wo jetzt nicht so viel los ist, sage ich mal, hast du eventuell Glück, eher an die Sachen ranzukommen und musst auch nicht so früh aufstehen. Aber es ist wirklich ganz individuell, je nach Ort und ja, Location halt, wie du wohnst, ne? Und wie beliebt die Sachen sind. Ja, und da es solche Designs halt nicht in Deutschland gibt, fragen mich immer wieder Jahr um Jahr Leute, ob ich denen halt was besorgen kann. Und das ist an sich kein Problem, ich mache das sehr gerne. Es ist nur manchmal sehr schwer, da du zum Beispiel, wenn du in den Laden gehst, ist es zum Beispiel nicht gestattet, dass du von, ich sag mal, einem Glas 2 nimmst. Also du darfst zwar schon ein Glas, ein Tumbler, ein Notizblock, bla bla bla, das darfst du schon dir holen, aber du darfst halt nicht vom gleichen Item 2 kaufen. Also da haben sie schon so ein bisschen geschaut, dass sie es den Resellern nicht so einfach machen. Was ja auch gut ist, das sollen ja auch die Leute im Land kaufen, eigentlich in erster Linie. Genau, aber online ist es alles auch relativ simpel. Der Versand ist auch sehr schnell. Tatsächlich kamen diese ganzen Sachen irgendwie aus Matsumoto. Ich habe irgendwie gedacht, dass irgendwie in Tokio da ein riesiges Lager ist, aber nein, die kommen alle aus Matsumoto, die Sachen. Vielleicht gibt es auch mehrere Lager, ich weiß es nicht. Aber ja, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Grundinfos, die man wissen muss. Jetzt schauen wir auf jeden Fall erstmal an, was hier so alles drin ist. Ich habe hier schon brav die ganzen Adressen und so weggemacht. Also legen wir mal los. Die Designs von den Paketen sind auch total hübsch. Mit diesen ganzen Sakura Prints. Es ist wirklich wunderschön. Ich liebe Sakura jedes Jahr. Ich weiß auch nicht, das ist jetzt auch mein siebtes Jahr hier. Und ich freue mich immer noch wie Bolle, immer wenn der erste Sakura-Baum blüht. Also, das ist auch ein sehr interessantes, vor allem dieser Umschlag, okay. Okay, da ist auf jeden Fall die Rechnung drin. Die Sache ist die, wenn du einen Tumbler kaufst, kriegst du in der Regel einen Coupon für einen Free Drink in einem Starbucks-Café. Dieser hier ist zum Beispiel bis zum 20.03. gültig, also jetzt wirklich auch nicht so lange. Genau, hier habe ich jetzt zum Beispiel 3 Tumbler gekauft. Das Problem ist, ich weiß, ganz früher hatte ich die mal nach Deutschland mitgeschickt, dass Leute die halt auch in Deutschland verwenden können, aber es geht halt leider nur in Japan. Wie ihr auch seht, hier ist alles auf Japanisch beschrieben. Die kann man halt leider nur in Japan verwenden. Tatsächlich ist es ziemlich cool, dass diesmal 2 Mädels sich Tumbler hier abholen und sogar noch im März. Das heißt, ich kann denen ihre Coupons geben. Das ist auf jeden Fall echt ziemlich cool. Ansonsten, wie gesagt, es sind halt sehr viele Coupons in diesem Fall. Ich glaube, es wird Zeit, ein paar Freunde einzuladen bei Starbucks. Genau, aber wie gesagt, die kriegst du halt nur, wenn du einen Tumbler kaufst. Wenn du ein Glas kaufst, bekommst du nichts. Wenn du einen Notizblock kaufst, bekommst du auch nichts. Es muss halt schon ein Tumbler sein. So, dann ist hier die Rechnung drin. Sehr viel Geld, sehr viel Geld. Und ein Booklet. Ah, stimmt, das habe ich... Oh, aber guck mal, wie toll es ist. Das ist schön gemacht. Stimmt, also ich meine, ich will jetzt keinen Kaffee trinke, deswegen habe ich keine Ahnung, ob das jetzt anders schmeckt oder so. Es gibt noch die Spring Season Blend, Dark Roast Kaffeebohnen. Ich kann leider wirklich nicht sagen, ob es irgendwie einen geschmacklichen Unterschied macht. Und hier sind die ganzen Items. In der Regel hast du dann noch so ein bisschen so AR-Stuff. Da ist halt überall ein QR-Code, den kannst du scannen und dann kannst du halt so einen kleinen 3D Sakura-Baum überall projizieren und so. Für Fotos ist es ganz süß. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt ja zum Beispiel in Meguro, am Meguro-Gawa, die große Starbucks Reserve Roastery. Ich habe übrigens mal ein Video darüber gemacht, also ein echt toller Ort. Aber zur Sakura-Season ist es eigentlich unmöglich, da reinzukommen. Vor allem, wenn die Sakura da alle blühen am Meguro-Gawa, das ist unmöglich, dort irgendwie einen Platz zu kriegen. Die haben in der Regel auch ihre eigene Edition. Teilweise kannst du die Sachen per Store kaufen, das geht. Und sie haben aber auch Accessories, so Ketten und so, auch mit Sakura und so. Die kriegst du aber halt nur in der Roastery und es ist halt einfach unmöglich dran zu kommen. Ich muss sagen, dieses Jahr gefallen mir die Sachen jetzt nicht so gut. Die hatten letztes Jahr zum Beispiel eine wunderschöne Edition, die so ein bisschen so metallic war, so Rose Gold mit so Sakura und Mejiro. Mejiro sind diese grünen Vögel, die immer den Nektar stibitzen. Aber ich blende das nochmal extra ein. Aber wie gesagt, die Sachen sind halt immer sehr special von der Roastery. Ich bin gar nicht so der Starbucks-Gänger eigentlich, aber bei Sakura, bei der Edition, da bin ich irgendwie mal voll dabei. Wie gesagt, ich trinke ja keinen Kaffee. Das Einzige, was ich da mal trinke, ist dieser Yuzu Lemon Tea. Das ist so mein Drink. Prost an der Stelle. Hier haben wir zuerst eine Tasse, die sehr unspektakulär aussieht. Da sie einen Schutzumschlag drum hat. Ich kann das mal einblenden, das ist eigentlich diese Tasse hier. Und was ganz cool ist, das seht ihr hier, I'm color changing with hot
Beverage In. Das muss bestimmt voll cool aussehen. Ich muss sagen, die habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil ich habe noch eine alte Starbucks-Tasse. Und ja, der Platz, ich brauche halt nicht so viele Cups. Das ist cool. Also das ist auf jeden Fall mal was Neues. Mit dem Color Changing ist, glaube ich, eh generell gerade sehr in. Und das hier sieht sehr nach einem Tumbler aus. Ah, genau, das ist der normale lilane. Und der ist sehr schön. Also ich muss sagen, den fand ich auch wirklich sehr hübsch. Ja, vor allem hier mit dem Verlauf. Ja, ich finde den Verlauf sehr hübsch hier bei der Flasche. Der ist echt toll. So. Wow, hier unten habe ich nämlich auch noch ein Paket. Ihr seht, es hört nicht auf. Ich bin umzingelt von Starbucks. Auch wieder der gleiche Umschlag. Ich glaube, ich werde es einigen Leuten vielleicht einfach mal mit ins Paket packen, je nachdem, wie groß das Paket ist. Weil der Flyer halt echt schon sehr schön aussieht. Ja, das habe ich mir bestellt. Das Glas. Ja. Das Gläschen hier mit den Glitzersteinen. Das fand ich so cool. Das fand ich so fancy. Das fand ich richtig, richtig schön. Weil ich habe zwar ein Glas, ich glaube aus der 2017er oder 2018er Edition. Und da muss ich leider sagen, dass als ich das Ding in die Spülmaschine getan habe, oh ja, hier steht vor allem auch dran, do not microwave, hand wash only. Ja, ganz vorsichtig. Da ist der Druck abgegangen und das Starbucks-Glas wird dann ein Arbucks-Glas. Und ja, die Kirschblüten haben sich dann auch nach einer Zeit verflüchtigt, leider. Und das hier sind die Notizblöcke. Es gibt ja nicht nur Tumbler und Tassen und Gläser. Genau, 2 Stück gab es davon. Ah, genau. Die Tumbler sehen dieses Jahr nämlich so ein bisschen ähnlich aus. Ich meine, der davor, der hat ja einen Verlauf. Und der hier, das ist der, ich weiß gar nicht, ist das dunkel, ist es blau? Ich finde es ein bisschen lila, es geht in die lila Richtung. Und genau, der hier auch mit den Sakura-Blüten drauf. Total süß. Hier ist was Großes drin. Ah, ja, genau. Ah, das Design haben sie sehr häufig. Genau, das ist dieser Tumbler hier. Und auch dieser hier ist Color Changing. Ich habe den mir leider jetzt auch nicht geholt. Das würde mich sehr interessieren, wie das aussieht, wie sehr der seine Color changed. Das ist bestimmt cool. Das sind so Sakura-Blüten, die so reflektieren. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht in der Cam. Richtig hübsch. Ah, ja, das Design haben sie auch sehr häufig. Ich habe tatsächlich auch noch so einen Tumbler in der Art. Ich bin sogar am Überlegen, meinen zu verkaufen, da ich den irgendwie nicht benutze. Ich habe so eine andere Thermoflasche, die echt gut ist. Das heißt, ich habe meinen anderen Tumbler nie benutzt. Also falls jemand Interesse hat, es ist schon eine ältere Edition, geht mehr in die Pink Edition. Ich kann das ja mal auf Twitter posten. Sehr, sehr sparkly. Kida, kida. Aber auch sehr hübsch von der Farbe. Ich mag halt diese Kombination mit Blau, Dunkellila und Pink sehr gerne. Ich packe ein, ich packe aus. So, und wer jetzt erkannt hat, dass es Roger Cicero war, in einer eigenen Version, der kriegt 100 Punkte. Oh Gott, diese ganzen Pakete. Also da wird man ja echt bekloppt. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt nicht alle Items hier von der ersten Edition, weil halt nicht jeder jedes Item haben wollte. Deswegen nur eine bestimmte Auswahl. Also sagen wir mal die schönsten der Schönen. So, und das hier ist das andere Glas. Das war in den Läden tatsächlich nicht so beliebt wie das andere mit den Glitzersteinchen. Also die Glitzersteinchen, die waren ultra schnell ausverkauft. Und das hier ist das andere Glas, was ich auch sehr süß finde. Ich finde es auch sehr hübsch. Und das habe ich tatsächlich gestern sogar noch in einem Starbucks gesehen. Da war ich auch ganz überrascht, dass es das noch irgendwie gab. Richtig schön, also das sind teilweise... Ach nee, es ist alles Print. Ich dachte, das wäre so ein bisschen so eingraviert, aber ja. Ah, habe ich den hier schon gezeigt? Das war der, mit dem Gold. Ah, und der sparkelt so, den finde ich auch so cool. Genau, das ist der andere Tumbler. Wie ihr seht, die sehen sich wirklich ein bisschen ähnlich, aber der ist sehr schön. Ich finde es auch mit dem Gold, mit den goldenen Blättern als so ein bisschen so Highlight-Aspekt richtig hübsch. Endless Starbucks Unboxing. Ah ja, stimmt. Und übrigens, wenn man sich etwas kauft, das sind die diesjährigen Tüten. Das ist das Design von diesem Jahr. Ach ja, den habe ich ganz vergessen. Ach Mensch, das hier ist der To-Go-Becher.
Den hier findet man nicht bei den herkömmlichen, ich sag mal, man hat ja immer dann so ein Regal oder so einen Tisch, wo dann die ganzen Sakura-Sachen sind. Und diesen hier, den kriegt man nur an der Kasse. Und in der Regel ist es so, dass du halt in das Getränk, was du dir wünschst, das du halt bestellst, sofort in diesen Becher bekommst. Aber da das hier eine Bestellung von jemandem war, habe ich halt gefragt, ob ich den auch separat kaufen kann und das ist auch überhaupt kein Problem. Genau. Der ist jetzt so nicht so krass hochwertig wie die anderen Tumbler, weil der auch wahnsinnig günstiger ist, aber total süß auch vom Design her. Und der ist aus Metall, der Becher. Und auch sehr hübsch. Ich finde das so toll, dass er so glitzert bzw. reflektiert. Und vor allem auch mit dem Übergang. So hübsch. Ich glaube, die letzten Jahre waren immer sehr krass pink, sag ich mal, vom Design. Und einfach diese Mischung einfach, diese, ja, ich weiß nicht, so diese Kombination mit dem Blau. Ah, es ist traumhaft, ich liebe es. Boah. Ich glaube, jetzt habe ich alle durch. Aber das ist hier so erstmal der grobe Überblick der ersten Edition. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Video zu der zweiten Edition machen werde, weil es doch ein bisschen zeitaufwendig ist und ich jetzt erstmal so ein bisschen in Projekten involviert bin. Puh, aber ja, wie ihr seht, es ist wirklich eine Menge und die Designs sind wunderschön, oder? Und weißt du was, ich mache das jetzt, glaube ich, mal und hole mal eben kurz den einen Tumblr, den ich, ja, glaube ich, auf Twitter irgendwie jemandem geben werde. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. So, und zwar ist es dieser hier, der ist von 2000... Lass mich lügen, 18 oder so. Muss 2017 oder 18 gewesen sein. Und ich habe den, glaube ich, gefühlt, wenn dann nur einmal benutzt. Und der ist so gesehen noch wie neu. Wie ihr seht, die Form ist eigentlich immer die gleiche bei den Tumblern, nur das Design ist etwas anders. Genau, und hat halt diesen Deckel. Gummiring ist auch noch drin und alles. Und hier oben ist das Starbucks-Logo drauf. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich packe den mal irgendwie online auf Twitter. Stimmt, hier ist auch nochmal so ein Siegel. Ist auf jeden Fall wasserdicht. Ist auf jeden Fall auslauffest. Hier unten ist nochmal so ein Gummiboden, dass der rutschfest ist, egal auf welcher Oberfläche. Und genau, also falls irgendjemand Interesse haben sollte, falls es jetzt hier jemand von Twitter sehen sollte, schreibt mich gerne an per Direktnachricht. Und ist, glaube ich, ganz schön, wenn das jemand hat, der sich darüber freuen kann. So, und ich bin jetzt am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was über die Starbucks-Sachen lernen. Und falls ihr mal irgendwie nach Japan kommen wollt und das so ein bisschen, ja, ich sag mal, abstimmen möchtet, wisst ihr ja jetzt, in welchem Zeitraum ihr unbedingt herkommen müsst, um an die Starbucks-Sachen ranzukommen. Denn das ist halt so die Sache, ne? Also ich meine, hier haben ja auch schon die Kawasu-Sakura angefangen zu blühen. Das sind die ganz frühen Sakura-Blüten. Aber die richtigen Sakura, die beginnen halt immer so Ende März. Und da ist die Sakura-Season im Starbucks schon längst vorbei. Also dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da mit ganz viel Kirschblüten. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao, bis denne. Bye bye.